Aktuell nutze ich jeden Sonnenstrahlen, denn obwohl schon Ende Juni ist, bleibt das Wetter weiter wechselhaft. Mal sind die Tage stürmisch und grau und dann bekommt man doch wieder einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer und diese Tage schätze ich dann umso mehr. Komm raus! Komm, ich bring dich nach draußen. Hier entlang. Da. Die Gartenarbeit trägt langsam die ersten Früchte und auch sonst geht's am Haus voran. In diesem Video nehme ich dich mit durch eine Woche am Tiny House. Viele Dinge sind geplant, nicht alles wird klappen, also alles wie immer. Ich nehme hier hinten gerade die Bretter raus, denn aktuell gibt es ja hier noch keine Treppe, aber das wird sich bald ändern. Das Podest steht hier schon und die Treppe soll jetzt die nächsten Tage entstehen und deswegen bereite ich hier ein bisschen vor, indem ich hier diese Reihe ein bisschen rausnehme. Das zeige ich gleich nämlich nochmal unten. Oh. Halleluja! Tada! Also die Treppe ist so gedacht, dass es hier ein Podest gibt und dann gibt es hier eine kleine Zutreppe und dann soll hier nach oben quasi die echte Treppe beginnen. Und wir haben uns hier dafür entschieden, das um die Ecke zu machen, einfach weil die Treppe sonst zu steil werden würde. Das Podest und die Träger hier, die sind aus Fichtenholz und bei den Stufen hatten wir richtig Glück, die sind aus Eiche. Wir wollten nämlich gern Eiche, weil Eiche. Und da haben wir auf eBay Kleinanzeigen für 40 € eine ganze Treppe im Prinzip gekauft, die irgendwer ausgebaut hat. Und davon werden wir die Stufen eben halt einpassen auf die Länge, die wir brauchen. Die war auch ein bisschen größer, die Stufen. Deswegen passt es ganz gut. Und dann haben wir eine ziemlich schicke Treppe für, naja, umsonst ist es nicht, aber zumindest die Eichenstufen haben wir quasi geschenkt bekommen. Ich werde jetzt endlich meine Trittstufe hier aus der Schale pellen und bin ganz aufgeregt. Letzte Woche habe ich angefangen, einen Prototypen für neue Trittsteine im Gewächshaus zu machen. Das habe ich im letzten Video gezeigt. Also ich bin super zufrieden. Ich hatte ja Angst, dass das Muster so ein bisschen langweilig ist, weil es halt einfach nur so eine Spirale ist. Aber es kommt trotzdem mega gut. Die Fliese war ja fürs Gewächshaus gedacht, aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt dieses Rund zu Rund nicht so gut. Deswegen, falls ich jetzt noch mehr Fliesen machen würde, würde ich die, glaube ich, eher viereckig machen. Ich werde es jetzt erstmal hier liegen lassen und das ein bisschen wirken lassen und werde mich dem Unkraut widmen, weil es gibt hier eine Menge Unkraut und hier ist schon das erste Tomätchen, aber hier sind auch schon die ersten Geize, die da nicht hingehören. Alles ganz klein, aber muss auf jeden Fall weg. Das hier ist ein ziemlich besonderes Stück Holz, das ist nämlich ein Stück Mooreiche und das ist über 3000 Jahre alt. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das wurde im Sedimentgestein, also eines Flusses, quasi konserviert und deswegen sieht das immer noch so aus wie ein echtes Stück Holz und ist nicht schon kompostiert. Mal ein Vergleich, das ist normale Eiche und die Mooreiche ist deutlich dunkler, fast schon schwarz und erinnert eher an Ebenholz. Durch die Gerbstoffe im Moor bzw. Flussbett verfärbt und verhärtet sich die Eiche und deshalb wird sie so dunkel. Wir haben die Mooreiche von einem Tischler. Er hat die Mooreichenstämme selbst aus einem Fluss geborgen und in der Universität das Alter prüfen lassen. Deswegen wissen wir ganz genau, dass es eben diese 3000 Jahre sind. Und der Tischler hat immer mal wieder Randstücke übrig und die sind für uns perfekt, um daraus Messergriffe zu machen.
Normalerweise, wenn wir eine Klinge einsetzen, dann sägt Jascha das einfach, weil die Klingenblätter, die wir verwenden, in der Regel nicht so dick sind. Hier wollen wir aber ein besonderes Klingenblatt einsetzen, das eben hier einen sehr breiten Schaft hat. Deswegen ja, muss Jascha hier sehr viel rausbohren. Für dieses besondere Holz sind wir auf der Suche nach besonderen Pins. Nehmen wir Messing. Messing? Nach einer wirklich viel zu langen Pause gibt es dieses und viele andere Messer jetzt auch endlich wieder online. Der einzige Unterschied zu davor ist, dass es eine neue Website gibt, denn die Messer sind erwachsen geworden. Die haben jetzt unabhängig von unserem Holzschmuck eine eigene Website. Schau dafür gerne in der Infobox vorbei. Die lautet werkstattsonntag.de. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust. Das ist heute das erste Mal, dass ich die Kamera einschalte. Ich dachte, heute wird so voll der produktive Tag und dann ging einfach gar nichts. Aber ich werde jetzt noch eine Sache machen, die mir ganz viel Freude bereiten wird. Es ist aber auch ein bisschen beschummelt. Und zwar hatte ich hier ja eigentlich Basilikum reingepflanzt, aber um ehrlich zu sein, der ist nicht aufgegangen, beziehungsweise irgendwie dauert es mir zu lange. Deswegen beschummle ich jetzt hier, indem ich diesen Basilikum einpflanze. Aber das habe ich letztes Jahr tatsächlich auch so gemacht und das war richtig gut. Ich weiß, es sieht in meinen Videos manchmal so aus, als mache ich die ganze Woche coole Sachen, aber auch in meinem Leben gibt es genug Tage, die einfach für die Tonne sind. Ja, das fühlt sich richtig gut an jetzt. Ich habe letztens mal gelesen, dass man ein Feuer eigentlich von oben nach unten anbrennt und nicht von unten nach oben. Normal brenne ich das halt so von unten an. Also, keine Ahnung. Bin gespannt und sehr skeptisch, aber ich meine, bislang sieht es gut aus. Es gibt aber ein Allheilmittel gegen schlechte Tage, habe ich gelernt, habe ich mir sagen lassen, gestern von Lars. Lars ist ein Vagabundenfreund und der kommt gerade aus Saudi-Arabien, der hat mir was mitgebracht. Und zwar Tahin und Datteln, also wirklich aus Saudi-Arabien. Voll cool, dass er das gemacht hat. Und er hat mir auch mal ordentlich erklärt, wie man das jetzt auch isst. Und das, ja, das entfernt alle Sorgen quasi. Ein Gegenmittel. Also zuallererst sollte man den Tahin umrühren. Das habe ich schon mal immer falsch gemacht und mich dann immer gewundert, warum es oben flüssig ist und unten sind diese ganzen Stückchen. Also das macht auf jeden Fall schon mal Sinn. Das kann auch recht lange dauern. Wenn das geschafft ist, geht es an die Datteln. Also es ist jetzt auch kein krasses Rezept, was dich gleich hier erwartet. Das nur mal vorweg, nicht, dass gleich alle enttäuscht sind. Naja, auf jeden Fall macht man dann die Dattel auf den Löffel. Also im Prinzip einfach mit dem Messer dann hier das Tahin da so drauf schmieren. Und dann kann man es essen. Kann ich mir einen Dattelbaum pflanzen? Der heutige Tag beginnt, wie der gestrige geendet hat. Ich habe auch ein bisschen aufgeräumt tatsächlich, denn es kommt Besuch und zwar nicht irgendein Besuch, sondern echt richtig cooler Besuch. Also manche Leute sind echt so cool. Hallo! Na, du Einsiedlerin! Ja, hallo! Ich bin eine Einsiedlerin, hey! Ja, servus! Cornelia und Mario habe ich in Griechenland nur mit dem VW-Bus kennengelernt und jetzt haben sie Zuwachs. Richtig cool. Einen Wohnwagen.
Ich möchte heute mit was anfangen, was nicht so die beste Aufgabe ist, aber es muss irgendwann mal erledigt werden. Und zwar soll hier im Vorraum die Decke auch noch weiß gestrichen werden. Ist ja im Wohnzimmer auch so. Und einfach, also die Balken sollen so bleiben. Und das dazwischen lasiere ich mit so einem weißen Dekorwachs. Also eigentlich ist es Wachsen, nicht lasieren. Nur irgendwie ist es fast leer. Also es wird auch gar nicht reichen. Aber ich fange mal an. Das ist hart. Was ist denn das jetzt? Ernsthaft jetzt? Ah! Oh Gott, okay, da war nur eine Schicht drauf. Okay. Alles gut. Ich mache das immer so, dass ich erstmal das Wachs auftrage und kurz warte, bis es sich so ein bisschen ins Holz einzieht. Und dann nehme ich hier einen sauberen Lappen und streiche quasi alles Überschüssige ab. Hi! Na? Essen ist fertig. Juhu, ich freue mich. Sind die schon Jacken? Ja, ich dachte mal, ich guck mal, wie das aussieht. Und es ist ganz okay. Guten Morgen. Das geht kaum in meinen Kopf rein, dass sie jetzt hier mit ihrem Wohnwagen bei mir im Garten stehen. Das hätte ich nie gedacht, als wir uns das erste Mal vor, keine Ahnung, 4, 5 Monaten in Griechenland da gesehen haben. Cornelia und Maria haben mir das mitgebracht. Das passt voll gut hier gerade in mein Beet. Und zwar Schnittlauch. Ich habe hier noch ein bisschen Schnittlauch von letztem Jahr. Da passt das wunderbar dazu. Wow. Warum geht netter Besuch immer so schnell vorbei? Das ist irgendwie unfair.